Klar kann ich mich an unseren ersten Vertragspartner erinnern. Das war Wolfis Bike Shop in Heitersheim. Heute heißt es Unternehmen Bike Shop Heitersheim. Und damals war ich sehr froh, dass Detlef, der damals dafür verantwortlich war, ja, so viel Vertrauen in uns hatte, in Jobrad, dass er den Vertrag, ohne genau zu wissen, was damit auf ihn zukommt, unterschrieben hat. Ich glaube, was geholfen hat, war, dass wir im Vorfeld schon, eigentlich ab 2008, 2009, mit vielen Händlern schon Leasingverträge abgeschlossen haben, aber noch in einem ganz anderen Konstrukt, in einem ganz anderen Geschäftsmodell. Aber ich glaube, Detlef hatte einfach schon so viel Vertrauen zu uns, dass wir nicht irgendeine Eintagsfliege sind und dass wir wissen, was wir tun, dass er gesagt hat, okay, ich mache mit, ich unterschreibe diesen Vertrag, ohne genau zu wissen, was auf ihn zukommt. Für mich war von Anfang an so der Gedanke, wie wird Jobrad es schaffen, Unternehmen dafür zu begeistern. Weil Unternehmen ja theoretisch nur so die Mitarbeitermotivation davon haben und sonst nur Arbeit und wir wissen ja nicht, wie das funktioniert. Das hat aber auch ganz recht gut geklappt und sind mehrere Firmen zum Abschlüsse gekommen. Wir haben auch immer versucht, Firmen dazu zu bewegen, Jobrad zu machen, wenn die auf uns zugekommen sind. Ja, so, das waren meine Bedenken. Ob das Ganze daran scheitert, dass die Arbeitgeber nicht mitmachen wollen, weil die sind ja sehr, sehr wichtig dran. Ja. Wenn ich bei Jobrad was mache, funktioniert es tatenlos, auch im Falle, wenn was schief geht. Ich habe eine kleine Webseite, die ich in 5 Minuten das Angebot erstellen kann, wenn ich langsam bin, und dann geht alles per Knopfdruck. Es funktioniert sehr, sehr gut, ja. Das war 2012. Also sogar noch bevor die steuerliche Regelung kam. Wir waren so optimistisch und so zuversichtlich, dass wir gesagt haben, gut, wir gehen jetzt schon voll in die Offensive, versuchen Händler für das Modell zu gewinnen, versuchen die wirklich auch von dem Vertragskonstrukt zu überzeugen, damit, sobald die steuerliche Grundlage da ist, wir direkt loslegen können. Und wie gesagt, Detlef und sein Team von Wolfis Bike Shop waren damals bereit dazu, mit uns da voll ins Risiko zu gehen. Wenn man bei sowas dabei sein kann, ohne ein Risiko zu tragen oder sowas, dann wäre man ja kein weitblickender oder guter Geschäftsmann, wenn man dann sagt, nee, lass ich mal, jetzt warte ich mal, wie sich das entwickelt. Ja. Nein, wir waren da mit Begeisterung und auch mit dem Glauben daran, dass es funktioniert, von Anfang an gerne dabei. Also da hat es nicht viel gebraucht, dass wir da mitgemacht haben. Ja. Ich bin hingefahren, ich glaube damals mit meinem S-Pedelec und hatte ihm den Vertrag natürlich vorher schon zugeschickt, und dann saßen wir da an seiner Verkaufstheke und haben über diesen Vertrag diskutiert, und er wollte natürlich verstehen, was da dahinter ist. Und wir hatten ja damals noch nicht mal einen Kunden, wir waren, glaube ich, gerade in der Anbahnung mit einem unserer ersten Kunden, mit dem VCD in Berlin, und der VCD war natürlich so weit weg, dass der niemals irgendwie zu Wolfis Bike Shop gekommen wäre. Und trotzdem ja, konnte ich in dem Gespräch damals seine Vorbehalte und Fragen klären. Ich wusste natürlich nicht, wie wichtig das damals war und was da noch alles kommen sollte. Natürlich habe ich mich total gefreut, dass ein Händler da auch mitmacht, weil es ja, damals einfach noch für die meisten Händler so fremd war. Fahrradleasing, wer soll das nutzen, wie soll das funktionieren? Mir imponiert es sehr, wie sich Jobrad entwickelt und wie Jobrad immer, bevor es an dem Punkt angekommen ist, den sie sich vorgenommen haben, schon neue Ziele setzen. Ich finde es sehr imponierend auch, wie Jobrad es macht, dass es intern gut funktioniert. Dass er sich, also ich habe das Gefühl, dass er sich gut um die Angestellten kümmert, und aber auch um Händler. Und ich finde es dann auch schade, wenn man das dann nur darauf produziert, dass man einen kleinen Obolus zahlen muss für jede Vermittlung, weil bei allen anderen Leasinggesellschaften habe ich noch nie eine Schulung vor Ort erhalten oder eine Unterstützung. Telefon funktioniert bei euch perfekt. Auch wenn es für uns monetär was kostet, mir ist es immer am liebsten, wenn ein Kunde mit Jobrad zu uns kommt. Und will ich noch sagen, mich hat niemand gezwungen, das zu sagen.